Also die älteren Justizbediensteten, da wurde ja niemand übernommen. Also die übernommen wurden, hatten alle die Gnade der späten Geburt, beziehungsweise dass sie eben so jung waren. Die haben studiert von 1983 oder 84 an. Die waren dann 1988 oder 89 fertig, vielleicht auch schon 87. Es waren fast alles Frauen und die wurden dann schwanger, die bekamen dann ein Kind, die waren dann im Mutterschaftsurlaub und als sie dann wiederkamen, da war die Wende passiert und die DDR gab es zwar noch, aber das war dann 1990 und da hatten sie eigentlich gar keine Chance mehr, irgendwas falsch zu machen. Und die wurden übernommen und die Älteren wurden nicht übernommen, weil die alle irgendwo Fehler gemacht hatten, also Dinge, die man als rechtsstaatswidrige Justizausübung werten konnte. Und es gab auch nur einen Mann, der übernommen wurde. Die Männer hatten ja keinen Mutterschutz und keine Schwangerschaft und so. Das heißt, die waren nach dem Studium gleich die ganze Zeit bis zur Wende im Dienst. Und da haben nahezu alle an Prozessen gegen Flüchtlinge oder so teilgenommen. Der einzige Mann, der übernommen wurde, das war Jens Wigmarshaus, der hat sich geweigert, am 7. und 8. Oktober 1989 Haftbefehle zu beantragen gegen festgenommene Demonstranten. Und das war eine Gewissenssache. Er hat es nicht getan. Und es hätte schiefgehen können. Er hätte rausfliegen können. Aber dann war auf einmal die Politik eine andere und die Linie, keine Haftbefehle beantragt zu haben, war genau die richtige. Die anderen Haftbefehle wurden wieder aufgehoben, die erlassen worden waren. Und da hatte der Wegmarshaus also voraussehend das Richtige gemacht. Und das hat dann, als man überprüft hat nach der Wiedervereinigung, dazu geführt, dass man gesagt hat, dieser Mann, den können wir auch in die Justiz bei uns übernehmen. Also es war ein Mann und 9 Frauen, die übernommen wurden. Die kamen also unterschiedlich. Einige kamen in Ausbildung. Und nee, ich glaube, die waren alle in einer Ausbildungsabteilung, weil die mussten ja eigentlich mit dem bundesdeutschen Strafgesetzbuch und so erst noch vertraut gemacht werden. Die waren ja eigentlich ausgebildet worden in der DDR-Rechtsordnung. Sie waren also ein Jahr lang in einer Ausbildungsabteilung. Und danach, da haben sie sozusagen auch Fälle bearbeitet, aber da war jedem sozusagen ein Mentor zugeordnet, ein aus dem Westen. Und dann kamen sie in die normalen Abteilungen und natürlich mit dem Hintergrund, das sind die aus dem Osten. Ne? Und ich habe dann auch hier diesen Herrn Wegmarshaus und eine Kollegin bei mir in der Abteilung gehabt. Und ja, ich wollte mir natürlich auch nicht nachsagen lassen, dass ich nachtragend wäre und habe gerade zu denen ein freundschaftliches Verhältnis gesucht. Und das war eigentlich sehr produktiv und hat auch wechselseitig, glaube ich, Horizonte geweitet. Bei mir auch. Naja, dass man irgendwo auch ein Verständnis dafür gewonnen hat. Die Leute kamen ja eigentlich aus linientreuen Elternhäusern und so. Wie das so gewesen sein mag, wenn man in der DDR aufgewachsen ist. Meine Eltern sind ja beide dort weggegangen vor meiner Geburt. Und mein Vater hatte aber auch Angebote, dort Karriere zu machen. Die hat er nicht wahrgenommen, weil er das nicht wollte. Aber hätte sich mein Vater anders entschieden, dann wäre ich ja vielleicht auch in der DDR geboren, dann wäre ich dort aufgewachsen. Ich bin nun nicht der Typ, obwohl ich es im Moment schon bin, also unter den gegenwärtigen Verhältnissen. Aber eigentlich bin ich nicht der Typ von Haus aus, der Rebell ist und alles schlecht findet, was ist. Und ich hätte vielleicht auch mich in der DDR arrangiert und das gut gefunden, das System. Das Bewusstsein ist mir dann schon gekommen. Und deswegen habe ich dann schon eine gewisse Beißhemmung gegenüber Angehörigen meines eigenen Volkes, die einen anderen Weg gegangen sind. Oder die von vornherein auf eine Spur gesetzt wurden, die in eine andere Richtung fuhr, als ich es für richtig hielt.
ja, sagen wir es mal so, es kam dann raus nach und nach, dass sie vielleicht doch auch schon mal an so einem Prozess mitgewirkt hatten und das hat mich natürlich auch ein bisschen desillusioniert, aber es hat dann grundsätzlich doch nichts mehr daran geändert. Also die Kollegen, die im Justizdienst waren, die waren schon auch Zahnrädchen. Sie hätten ja auch andere Fälle kriegen können und dann hätten sie sich dem auch nicht entziehen können. Ja, damals war ich enttäuscht. Ich habe das nicht so richtig nachvollziehen können. Ich habe gedacht, dass das im Prinzip vielleicht auch verdeckte Sympathisanten des untergegangenen DDR-Systems waren. Ähm, und mir kam das alles sehr widersprüchlich vor. Wie kann man sagen, das ist menschenrechtswidrig gewesen, aber es war trotzdem geltendes Recht. Gut, die Vorstellung einer Grenze, wenn da einer flüchten will, den einfach abzuknallen, da kann man vielleicht schon sagen, da hätte eigentlich auch so ein Jugendlicher oder junger Mann denken müssen, ich schieße vielleicht lieber vorbei, als dass ich da ein Leben äh, sozusagen auf mein Gewissen nehme. Aber diese anderen Sachen, vor allen Dingen wer Richter oder Staatsanwalt wurde, der studierte da ja Jura und im Rahmen dieses Jurastudiums bekam er natürlich auch nochmal Marxismus-Leninismus pur mit, nicht? Und wurde besonders geeicht auf die Richtigkeit der sozialistischen Rechtsnormen. Nicht? Und ja, man könnte sagen, die sind in einem besonderen Maße auch manipuliert worden, diese Leute. Nicht? Eigentlich haben die schon gesagt, sie sind davon überzeugt gewesen, aber der Zusammenbruch des Systems und vor allen Dingen auch die Erfahrung, dass sehr viele Menschen das ja anders gesehen haben, als sie es vorher im Alltag der Diktatur zu erkennen gaben, also die großen Demonstrationen und so, die haben doch sehr heilsam gewirkt.